Dyma proffwydoliaeth ffordd fydd y dŵr ym mhen yr hwyl yn troi yn ail fel ffair fastach yn y gwmni brasach Cymru'n cyflenwi Lloegr yn sychu Dŵr fydd y gydofol yn y 60au Dŵr fydd y stŵr y ganrif yma Chwalau pentrefi bronid y ffronau Wrth i Lloegr gyfarfoddi Fydd Cymru dal i gyfle Guten Tag, meine Damen und Herren. Ja, wir sind's wieder mal. Graz Connected ist wieder am Start. Heute sind wir bei jemandem zu Hause. Da komme ich nachher noch drauf zurück. Wir begrüßen euch wieder recht herzlich. Geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt. 20 Uhr heute wieder mit Seth One an der Kamera plus unserem wertgeschätzten DJ Tron, a.k.a. DJ Opa und mir, eurem Bürgermeister, ihr Schnitzis. So, ihr findet uns wie immer heute auf Twitch, vor allem auf Facebook. YouTube findet uns auch auf Instagram @Graz Connected und schaut auf unsere Homepage, die jetzt neu ist seit letzter Woche. Da gibt es die ganzen Infos da drinnen auf www.grazconnected.at. Yes, wie immer schauen wir, dass wir euch Künstler aus dem Ösiland bringen, die jetzt durch Corona immer ein bisschen einen Chaos gehabt haben. Ihr wisst ja, wie es jetzt gelaufen ist. Alle waren daheim, keiner hat einen Job gehabt, war ja alles ein bisschen ein Schmafu. Und deswegen zeigen wir euch, was wir in Österreich alles zu bieten haben. Gell? Die heimische Szene müssen wir ja ein bisschen unterstützen. Heute gibt es wieder eine kleine Verlosung. Und zwar, wir haben CDs, meine Damen und Herren. Das letzte Mal, wo wir beim 20er da waren, haben wir nämlich ein paar gute Scheiben haben wir mitgekriegt. Jetzt sage ich, da kommt's raus. Bist narrisch. Also einmal haben wir was von die Anti-Maniacs. Ja? Das gibt es zu gewinnen. Basilikum. Wie gut, sowas wie haben. Contact High, sowieso. Und dann haben wir noch was, nochmal, Anti-Maniacs. Bist narrisch. Alles, was du dafür tun musst, ist unser Facebook Live-Video, was jetzt gerade stattfindet, einfach teilen, sodass alle anderen zuschauen können, anrufen, die Leute sollen gleich zuschauen, einschalten, zacki bracki, teilen. Und wir verlosen dann wie das letzte Mal mit einem Zufallsgenerator, wer von euch eine CD gewinnt. Und wenn ihr dazu schreibt, was ihr haben wollt, Basilikum oder wir haben sogar Styrian Sounds, haben wir auch gehabt, ich weiß nicht, ob es da jetzt drin war, Anti-Maniacs, schreibt einfach die Bands dazu, Contact High, was wollt ihr haben, teilen, zacki bracki, so easy, locker machen wir das, gell? Und jetzt zum Punkt, wo wir heute sind. Wir sind in einer Wohnung in Echenberg mit einer Dame und einem Herrn. Man könnte jetzt fast sagen, dass wir da in einer musikalischen Bibel sind. Ja, also in einem Raum, der ist, Alter, da ist so viel Geschichte herinnen, das ist ein Wahnsinn. Und es gibt da keine Genregrenzen, sondern es wird gespielt, was dir zwar taugt, ganz einfach. Und das ist das DJ-Traumpaar, da kommen wir nachher aber noch dazu, und zwar Mr. Farmer und die Mama Feelgood. Aber jetzt habe ich wieder mal genug geredet für das Intro. Ich würde sagen, der Mr. Farmer macht sich gerade bereit und gibt euch noch eine gute Scheibe zum Einstimmen, gell, ihr Schnitzel. Somit übergebe ich jetzt an den Mr. Farmer und seine Musikauswahl. Let's go!
Yes, also wenn ihr jetzt gesehen habt, das war der Mr. Farmer, der da in der Wohnung, wo wir bei denen daheim sind in Actionberg, aber Nummern spielt, es werden halt noch ein paar mehr werden. Und neben mir sitzt die bezaubernde Mama Feelgood, gell? Ja. Servus, Mama. Hi, du. Hi, servus. Ja. Grüß euch. Hello. Willkommen in unserer Wohnung. Ich glaube, du musst noch ein bisschen näher zuhören. Noch zu wie? Ja, genau. Zu wie. Genau, zu wie. Weil sonst hört man die so schlecht. Ja, welcome to our record room. Nicht wahr? Ja, so schaut's aus. Was habe ich gesagt? Nicht zu viel versprochen. Es ist wie eine Bibliothek, wie eine Bibel da herinnen. Also alle möglichen Genres, was ich kenne, habe ich heute da herinnen schon gesehen. Danke, dass wir bei euch sein dürfen, weil es ist ja nicht Sehr gern. danke. Ja, sehr Gell? gerne. Ihr zwei. Der Peter hat es Mikrofon. Wolltest du irgendwas sagen? Na, Nein. Okay. vielleicht später. Später. Später, Ja. Peter. Peter. Ja. Du Stritzi, du. Scherzerl. Ich würde sagen, wir starten gleich voll rein. Pfui. Weil ihr zwar seid ja wirklich irgendwo Koryphäen und, wie sagt man, wandelnde Lexikons und Bücher, die man eigentlich nur aufschlagen muss und loslesen. Schlag uns auf. Ich schlage mal auf. Und zwar meine erste Frage an euch. Wie schaut es mit der Musik aus? Ihr habt seitdem ich dich kenne, ich kenne dich schon ziemlich lang, aber du hast ja schon lang vor meiner Zeit, warst du ja schon heftigst aktiv. Wie hat denn das bei euch zwar ausgeschaut? War Musik bei euch immer schon ein Bestandteil eures Lebens oder ist das irgendwie später zu euch gekommen? Also für mich eigentlich immer schon, weil meine Mutter hat in einem Plattengeschäft gearbeitet, schon bevor ich auf die Welt gekommen bin. Und hat immer Platten heimgezahlt und es hat bei uns einfach immer Musik gegeben und ich habe mit, 3-4 Jahren schon Singles geschenkt gekriegt von meiner Mutter und das ist lifelong Story eigentlich. Also das begleitet mich schon mein ganzes Leben und Musik war immer wichtig für mich und ohne Musik hätten wir uns ja nie kennengelernt. Genau. Da werden wir nachher auch noch drauf zukommen. Übrigens, meine Damen und Herren, der Mr. Farmer spricht hauptsächlich Englisch. Er versteht von Deutsch, aber wir werden auch ein bisschen Englisch heute labern. Und zwar, lieber Mr. Farmer, so, how was it for you? Was music always a part of your life? Or was it like, did it come afterwards? Yes, just turn it on. Yeah, it's always been part. My parents always played music. Put it, My parents Yes. always played music, so music was always around. And I was buying singles when I was 7 or 8 years old, and I haven't stopped since. okay. Okay, crazy. So, I know you should not ask, but I will because I'm interested. So, how old are you two now? I'm Together? So, I am 56. 56. 56, So I was 55. Yeah, 56. now. 56 and I'm 53. 53. And you still love music like it was in the beginning? Yeah, still have a passion for it. Still get really excited finding new stuff, discovering new records. It's never gone away, and it never will. I think so. Yeah, It's there's so much new stuff to discover, yes. or new old stuff. There's so many records out there that I just can't wait to find. Yeah, I think so too. So once you're hooked, you're just in it and you can't be stopped, right? Yeah. All right. I'm going to go to the next question. Also ich komme zur nächsten Frage. Since you are 56 and 53, you saw a lot of things. You met a lot of people. You heard a lot of music. How was it back then when you started with that whole thing? And how is it for you nowadays? The excitement's still there. For me, that's never changed. But now it's it can be too easy. That's why I still like the flea markets, putting the legwork in. Sometimes we put the flea market, spend 12 hours walking around looking for records. So that's never gone. But when I was younger, you had to buy music papers. You had to buy anything that came out to do with music. You had to listen to the radio. There was no internet. You had to meet people who would put you onto stuff. They tell you about another band's playing live. Listen to this record, and that's how you got your knowledge. You know. So it wasn't really easy to get to the music you wanted to hear. No. You just When I had to travel for 15 kilometers to get to the nearest record shop, and when you're 14 years old, you don't have the money for the record and the bus fare. yeah.
So it can be difficult. And for concerts, the first gig I went to, it was nearly 90 to 100 kilometers away from where I lived. And at 14 years old, it's a tough calling. So you really had to save the money. Save the money. Yeah. And you hope there wasn't a better band the following week because you couldn't go. Yeah. So you were choosing one band to go, and then you had to wait. When you got again. enough money, you go and see the next band that came, and fingers crossed that nobody else came better the following week or weeks after. Yeah. But Crazy. It was a good time though. But you already saw the love for it, right? Yeah. Ja. Okay, so wie war das bei dir, Mama? Weil du bist ja ziemlich früh dann reingekommen eigentlich. Ja, schon. Also ich war, sobald es gegangen ist, angefangen zum Konzerte gehen, auch mit meiner Mutter. Meine Mutter ist teilweise mit mir nach Binkerfeld gefahren zu dem Rockfestival, weil ich noch zu jung war. Ich hätte auch nicht allein dorthin fahren können. Es hat ja keinen Bus gegeben und nichts. Meine Mutter ist mit mir dorthin gefahren. Meine Mutter war aber auch Musikfreak. Also das war schon ganz hilfreich für mich. Und dann, ja, also sobald es irgendein Konzert gegeben hat, hat man geschaut, dass man da hingeht. Also in die 80er Jahren war das sowieso so, da war das im Grunde fast wurscht, welche Band gespielt hat. Wenn es ein Live-Konzert gegeben hat, hat man halt geschaut, dass man irgendwie hingeht, dass man vielleicht gratis reinkommt, weil, wie der Colin gesagt hat, du kannst nicht zu 3-4 Sachen gehen, wenn du halt nur, 50 Schilling Taschengeld kriegst oder so. Aber einfach versuchen, so viele Bands wie möglich live zu sehen, Musikzeitschriften kaufen, Platten in die Schulen mitnehmen, tauschen, Kassetten aufnehmen, tauschen. So hat es angefangen. Ich glaube, damals hat es ja gar nicht so ein riesen Angebot und Auswahl gegeben, oder wie war das damals schon doch sehr viel, was man eigentlich machen hat können? Weil ich kann mir vorstellen, so wie es heute ist, man tut sich oft irgendwo in ein Genre rein, ich höre Hip-Hop, ich höre das. Wie war das bei dir? Bist du von jeder Band, egal was die gespielt haben, überall hingefahren oder hast du schon einen speziellen Geschmack gehabt? Naja, natürlich hat jeder seine Lieblingsbands und die haben halt nicht so oft gespielt, ne? Oder die waren halt nicht so leicht zu sehen. Ich meine, ich war mit 12 war ich Teens-Fan oder Bay City Rollers-Fan. Die Teens haben in Graz gespielt, die Bay City Rollers nicht. Aber dann, also später, wenn man älter wird, natürlich hat man dann seine Genres oder seine Favoriten, aber man versucht sich trotzdem andere Bands anzuschauen, vor allem wenn es nicht weißt, vielleicht sind die live super. Man so ist es. das halt an. Du warst damals schon offen dafür und hast gesagt, ich schaue mir das jetzt an, let's go. Ja, klar. Aber natürlich ist man dann auch drin, Schaß, danke, brauche ich nicht. Aber man hat es einmal sehen Aber müssen. du musst ja natürlich, klar. So ist es. Du hast das nicht online vorhören können, du hast wirklich müssen hingehen und dir das anschauen. Anders ist nicht gegangen. Hinfahren, ewig lang wahrscheinlich. Ja. Eintritt zahlen. Also es hat in Graz schon im Orpheum, das damals noch Haus der Jugendkassen hat oder Kammersaal oder so, Okay. da hat es schon viele Konzerte gegeben und dann halt so mit 16, 17 dann hast du schon mit dem Zug nach Wien fahren oder nach Linz, wie dann der Posthof aufgesperrt hat in Linz. Da war ich, weiß ich nicht, 17, 18, so irgendwie. Und da waren sehr viele wirklich coole Konzerte. Da sind wir halt dann mit dem Zug immer nach Linz gefahren. Aber das heißt, damit du das gesehen hast, was du sehen wolltest, hast du eigentlich schon nicht so wie heute einen großen Aufwand gehabt. Ja, das auf jeden Fall, klar. Aber man hat auch nicht so viel Ablenkung daheim gehabt. Du bist dann nicht 5 Stunden vor dem Computer gehängt am Sofa. Du warst sowieso ständig unterwegs. Also so ist es. du hast wenigstens was zu tun gehabt. Genau. Und wie seid ihr jetzt eigentlich zu der Musik gekommen? Ihr wart jetzt bei der Band, ihr habt die Band gehört, habt vielleicht in einer Zeitschrift davon gelesen, wie habt ihr dann die Musik auftrieben? Weil das ist ja nicht wie heute, du ladest das einfach ins Internet, sondern du hast das irgendwo kaufen müssen. Nein, es hat schon Plattengeschäfte gegeben in Graz. Es hat das Melodie gegeben in der Jakomini-Straße, wo meine Mutter halt früher auch gearbeitet hat. Dann hat es einen Mackie gegeben. Da hat man Sachen auch bestellen lassen können. Wenn man Glück gehabt hat, haben sie es gehabt. Oder sonst bist du halt nach Wien gefahren. Oder halt sind irgendwelche Leute nach England oder irgendwo oder nach Deutschland, München, Berlin oder so gefahren und haben dann halt Sachen mitgebracht. Ich kann mich noch gut daran erinnern, das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, ins Q zu gehen und dann später natürlich auch der legendäre DJ aus dem Q geworden bin. Oh ja. Da war ich schon Titel nicht mehr hat mir dort. der Herr Bürgermeister ehrenhalber verdient. Aber das war so dieses klassische Beispiel, man geht zum DJ, fragt den DJ, Klar. was ist das, was du gerade spielst? Genau. Hat sie das aufschreiben lassen im Idealfall oder hat sie das selber irgendwo auf die Hand geschrieben? Ja. In der Hoffnung, Cover abfotografieren ist nicht gegangen. nein, Ne? ist schwierig gegangen. Gott sei Dank eben ein großer Vorteil aus dieser Zeit ist, dass es noch keine Kameras gegeben hat und keine Handys. Darum Ja. gibt es da auch wenig Beweisfotos. Aber eben, das war der klassische Gang, war zur Melody. Ja. Jakominiplatz weiß ich noch. Und der zweite eben zum Mackie in der Hannibal. Spargassen ums Eck da. Ne? Ja, genau, Färberplatz. Genau. Also Färbergassen. Und dann hat es den Hannibal noch gegeben
Das ist auch dort, irgendwo dort in der Fußgängerzone, dort hinten beim Frankowitsch, hinten ums Eck. Genau, und dann Dort irgendwo später, der Hannibal. viel später war dann erst einmal In-N-Out Records, ist Ja, erst das viel war später schon viel gekommen, später. glaube ich. Gell? Aber Mackie war so die legendäre Ja. Adresse, wo es dann hast du aber irgendwann einen Act entdeckt, dort dann bestellt und dann hat man aber mal 2, 3, 4 Wochen drauf gewartet, bis Genau, das dann weil die haben überhaupt dann gehabt vielleicht nur 5 Stück gekriegt von der Ja. Platten und wenn du langsam warst, hast du Pech gehabt, dann war schon ein anderer da. Und du hast natürlich vorher müssen einmal zum Bahnhof fahren, weil nur am Bahnhof haben sie Specs verkauft und du hast einmal im Specs lesen müssen, was ist neu und angesagt. Also du bist einmal eine Stunde mit der Bahn zum Hauptbahnhof gefahren, hast dir das Heftel gekauft, bist eine Stunde wieder heimgefahren, hast dann alles gelesen, hast da alles aufgeschrieben und hast dir dann halt ausgetauscht in der Schule oder dann beim Fortgehen. Ja, voll. Ja. Und dann hat es schon das Ska gegeben und dann im Ska war man musikalisch schon versorgt. Das war also so quasi, was für euch die Zeit mit Specs war, aber für mich dann die Zeit mit den Bravo-Hefteln so in die Richtung. Ne? Die Bravo-Hefteln waren schon auch wichtig, aber mit 12. Ja, So mit 12, 13. Aber da war bei eher mir noch mit so 9. Susi Quattro, Okay, so in die Richtung. okay, Ist mein Musikgeschmack da gegangen. okay. Mhm. Ich würde sagen, wir hauen jetzt noch eine Nummer rein, oder? Also weil der Mr. Farmer schon wieder... Mr. Farmer is already ready for the next track, I think. So, what's the next vinyl? And by the way, everyone at home, today only vinyl, right? So there's only vinyls played. And do you have a little story to the next one? Yeah, this is a record by the band that we actually met at the gig, King Kurt. And this particular sleeve is a specially hand-painted one, just for me. My 21st birthday. The band painted a special one-off sleeve. Nice. So, without any further ado, I would say, let's play this track. Years ago, ever since Zulus began to beat their drums and jump in the sand, how could they know what they done would stop the show? All around the whole wide world, every single boy and girl dancing the Zulu beat. Hoo-ba-la-ba-la, 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 dancing the Zulu beat. Hoo-ba-la-ba-la, hoo-ba-la-ba-la, hoo-ba-la-ba-la. The heart of the veld down in old Swaziland. Big Daddy was leader of the band. Indian sea to Atlantic coast, Victoria Falls and Zambezi floods. Beach run sicker than blood. Beach run sicker than blood. Down to the Zulu beach. Hoo-a-la-la, hoo-a-la-la, hoo-a-la-la. Down to the Zulu beach. Hoo-a-la-la, hoo-a-la-la, hoo-a-la-la. Yes. Der Mr. Farmer, den Schnitzi hörst. Ja? Zulu Beat. What is the band called once again? King Kurt. King Kurt. King Kurt. King Kurt. Nice. I was just asking myself, I'm gonna ask you the question in English right away. You have so many vinyls in this room. Where did you get your vinyls from? Because we were talking before and you told me you were at the flea market and you find some very special pieces there. So how is this collection coming together? Most are from flea markets, or in the UK we have car boot sales and charity shops. I have some new stuff, but I prefer to buy second hand from the flea markets. It's more fun. The idea of finding something great is what keeps me going. You know, yeah, and there's certain things I look out for. There's certain genres I'll buy: punk, reggae,
There's hip hop. It's no when you see them, it's no just buy them, and also 60s beat, rock and roll. So everything you find interesting and you want to listen, Or anything with an interesting sleeve. that's what which you get. Or a producer, a label, anything looks interesting, or maybe even independent. Something maybe small produced, something a little personal. So, yeah, there's lots of things that I look out for. Right before we started, you showed me one collection of hip hop tunes, and as Yeah. I'm a hip hop fan, it was a special collection for a jukebox, right? Yeah, the owner of the record label bought a jukebox and he decided to fill it full of his favorite hip hop tunes. Cool. And then he discovered that they didn't exist on the 7-inch. Do you want to show it just for a second? Yeah. That would be cool. Because there are so many tunes that I like to play when I go out and DJ for parties. So maybe we can switch the camera. Vielleicht können wir die Kamera, genau, yes. We got camera on top and maybe you can show it into the camera. Yeah. Yes. Wir nutzen die andere Kamera, dann seht ihr es genau. Ja, genau. It's a nice folder with super limited coloured vinyl hip hop singles. I'll show you some now. Yes, show it. I mean, da sind echt Klassiker drinnen. Alles, was man braucht. Von Dead Press. Dann habe ich gesehen Ghostface Killer, Big Pun, Raekwon von Wu-Tang. Genau, das kann ich jetzt gerade nicht entziffern. Special Ed. Mobb Deep, genau. Ja, kann man. Also echt schwer gute Nummern drinnen. Und das war immer eine Special Edition für einen Typen, der sich eine Jukebox zusammengebaut hat und gesagt hat, hey, ich will da meine Favorite Tracks drinnen haben. Und dann haben sie ihm halt eine Special Edition rausgehauen. Yes, really nice. Thank you, Farmer. This is the collection I would like to have. It's a nice collection, and of course all the coloured vinyl sold out pretty much immediately. Yeah, I can imagine. Totally. Okay. So, for the next thing, we started Graz Connected because Corona hit us really hard. Ich glaube, jetzt kann ich wieder zurückswitchen auf Deutsch einmal, gell? So. Also, Corona hat uns ja alle getroffen, ziemlich hart. Deswegen haben wir mit Graz Connected angefangen und haben uns gedacht, wisst ihr was, die ganzen Künstler, mich mit eingeschlossen, in Max und Seth One, Ada Peter, wir haben ja alle sehr viele Aufträge verloren. Was mich jetzt interessieren würde, wie das bei euch ausschaut. Habt ihr jetzt einen Totalausfall? Ist es bei euch eine sehr schwere Zeit oder habt ihr eigentlich noch einen anderen Job, der neben mitrennt, der euch da ein bisschen über Wasser haltet? Also wir haben natürlich alle Gigs verloren, wie alle anderen auch. Wir waren über Frühling und Sommer wirklich gut gebucht heuer. Viele Firmen feiern, Hochzeiten, verschiedene Events, die natürlich alle ins Wasser gefallen sind. Was natürlich schon schlimm war, also nachrechnen darf ich da nicht, aber ich habe ja Gott sei Dank noch im wahren Leben einen richtigen Job und da habe ich durchgearbeitet, also wir waren ja nicht auf Kurzarbeit, ich habe durchgearbeitet und das war schon sehr gut, also das hat uns auf jeden Fall gerettet. Auf jeden Fall. Wie schaut das bei euch aus? Ihr seid ja Künstler genauso wie ich. Und war das jetzt für euch mit dem Härtefallfonds, den man ansuchen hat können, hat euch das auch noch etwas geholfen? Habt ihr da was bekommen oder war das? Nein, ich habe da überhaupt nicht angesucht um den Härtefallfonds. Dadurch, dass ich ja eben, wie gesagt, eher einen Job habe ich mir gedacht, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich auf das nicht angewiesen bin und es gibt genug Leute, die das wirklich brauchen, die so gut wie nichts gekriegt haben. Wenn ich mich da jetzt auch noch einbaue und versuche, das noch abzuzapfen, das wäre mir einfach falsch vorkommen. Das finde ich, das tut man nicht. Finde ich cool, also die Einstellung zu dem Ganzen. Danke dafür, weil das sind dann Leute wie ich. Klar, weil es gibt Leute eben, die wirklich davon abhängen und die überhaupt nichts anderes haben und wenn ich dann komme, dann dem vielleicht auch wenn es nur ein paar 100 Euro sind, das kann für einen anderen schon wieder den über einen Monat drüber retten. Genau so ist es. Aber jetzt zurück, noch einmal Corona-Zeit mittendrin. Es ist ja langsam, wird es ja wieder lockerer. Schauen wir mal. Schauen wir mal, genau, weil die zweite Welle ist ja schon im Anmarsch, so wie sich das anfühlt. Was habt ihr denn ja, what did you do, both of you, during Corona? Because I saw a little collection in another room and I see the collection here. So did you spend time on collecting things, music, books and whatever, or how was it for you guys?
I bought a few books. I sorted them in order. I filed them away. I also sorted some vinyl out into boxes in different genres, and I also made the last edition of my fanzine I do as well during the lockdown. Okay, crazy. I saw because you have the book collection in another room. Like you showed me one book that is quite expensive, right? That's right, yeah. I mean, you have several expensive books, but what is like the most expensive book that you have in your collection? The one I have, it's a rare British edition of an American paperback, The Deadly Streets by Harlan Ellison. He's more known as a science fiction writer, but he did some street gang stuff. He spent some time with street gangs in the 50s, and he wrote some books. And the copy I have it's pretty rare. You'd be lucky to buy it from a dealer for probably less than 1,000. Okay. Wie schaut denn das bei dir aus, Mama? Ich habe von dir eine kleine Sammlung gesehen mit Kochbüchern. Ja. Und ich habe heute schon einen super geilen Drink, darf ich da nämlich probieren. Du tust da ansetzen, Homemade. Angesetztes, was ist denn das überhaupt? Das ist ein zweimal fermentierter Wasserkefir. Also ich habe den Lockdown genutzt, ich habe die meiste Zeit in der Küche verbracht, wenn ich halt nicht im Homeoffice war. Und habe wirklich Kombucha, Kefir, Wasserkefir, Milchkefir, Kuchen gebacken, gekocht. Mir hat das im Grunde eigentlich voll taugt, dass ich so viel Zeit gehabt habe, dass ich den halben Tag in der Küche verbringen habe können. Also eigentlich habt ihr ja einmal ein bisschen eure... Also so zum Runterkommen war es natürlich super, sicher ist es mir abgegangen, Leuten Platten vorzuspielen, keine Frage. Aber ein bisschen runterkommen und einmal Zeit für sich haben und mal was lesen, einfach nur Zeit miteinander verbringen, ohne irgendwo wieder in 2 Stunden schon wieder wohin stressen müssen. Ja. Das war schon ganz angenehm. Das kann ich gut Auf jeden nachvollziehen. Fall. Und weil wir die Zeit ja haben, weil wir im Graz Connected Online-Stream sind und wir extra wegen euch auch da sind, würde ich sagen, I would say, we play some more music and we show something of your collection in this room. So I would say we take this camera and we show it to Mr. Farmer maybe. He plays the records and we're gonna show some vinyls you got over here in this room. Sure. Sure. Nice. All right, so what's the next track now? The next track is electro hip hop track from Vienna. From Vienna. Came out in 1984 by Okay. the famous MC Sucker crew. They made one record and disappeared. All right. And it's great. Okay, so then hit it. Yes. Mr. Farmer is doing it so sexy with the vinyls. Oh yes, show us some more, man. So while the record is spinning and Farmer is showing us some more music, maybe Mama Feelgood also has some tunes to show us. Ja, was haben wir da noch?
und so weiter. Megamäßig gut improvisiert machen wir das da in dem Vinylraum bei Mr. Farmer und Mama Feelgood. Bist du narrisch? Ich sage euch, die haben da richtig viel gutes Zeug rumliegen. Es ist ein Wahnsinn. Der Mr. Farmer, how much records do you got for us today? Like, how much did you prepare? Like, do you have another one? Like after that? Yeah, I have loads. Loads. You showed me something from Schladming. You already showed it in the camera. Yeah, I picked the Schladming 45. I'm looking so forward to hear that one because Albatros. Band called Albatross. They made 145 called I Am Dead, and it's an absolute killer proto-punk. This is crazy. And knowing I've been to Schladming, I'm actually amazed there are enough people there to actually form a band. This is so cool. So, I really would like to hear this one. And yes, just put it on. Mama, du hast echt ein gutes Schnitzel hast du geangelt, gell? Sag ich da. Ja, kann man nichts matschen, gell? So ist es. Der kennt sich aus, was er tut. Ja, das schon. Alright, let's go. Alright, Albatros aus Schladming. All what I said, I'm dead. All what I had, I see that life is only a dream. Yeah, I have been. Alright, yeah. I'm dead. I go and try. I'm dead. The good time has begun. I fly away. Yeah. Yo, Mr. Farmer, thank you. I would say that's enough because I just heard a good story of this band. Also ich habe mit der Mama gerade geredet und sie hat mir da die Geschichte erzählt von der Albatros Band. Vielleicht magst du die kurz noch mal erzählen. Also so viel ich weiß zumindest. Die haben die Single gemacht und hätten dann entweder ein Album produzieren sollen oder auf Tour gehen sollen. Dann hat einer von der Band müssen einrucken und dann hat sie die Band aufgelöst und das war's. So schnell kann es nämlich gehen. Das war die Geschichte der Band. Und wenn du denkst, das war jetzt eigentlich ein Track, der hat mir taugt, der war voll gut, war ein Lied, was sie rausgebracht haben, da habe ich mir zum Bundesheer und dann ist ja alles wieder schauen. So schnell kann es gehen. Kurz zu euch da daheim. Nicht, dass man einschlaft, gell? Wir machen ja noch immer die Verlosung mit unseren CDs. Meine Mama hilft mir schnell. Hm? Schau, du musst noch mal schnell herzeigen. Wir haben ja einige CDs zum Verlosen und Contact High haben wir da am Start. Ja? So was können wir gewinnen. Heute Anti-Maniacs vom Tom 20er, die Band, der Bur, falls er zuschaut, bist du Schnitzschlag? Ja, danke, so läuft das, gell? Noch Anti-Maniacs CD. Also, ich gebe dir. Und die Stereo 360 Sound Basilikum. Und wir haben Styrian Sounds haben wir eigentlich auch noch gehabt, oder? Die habe ich jetzt aber da gerade nicht angefunden. Auf jeden Fall teilt unseren Facebook-Livestream jetzt. Schreibt dazu, was für eine Band euch am meisten taugt und vielleicht der Zufallsgenerator ist vielleicht ja so lieb. Sucht euch aus und dann könnt ihr so eine CD von uns heimgeschickt kriegen. Fertig, easy, so machen wir das. Übrigens, wir sind jeden Donnerstag sind wir live um 20 Uhr. Aber wir sind nicht die einzigen, die streamen. Es gibt zwar jetzt eine große Sommerpause, aber trotzdem, ihr könnt bei uns www.grazconnected.at immer nachschauen, wann die neuesten Geschichten rauskommen. Und wir machen keine Sommerpause, wir sind jeden Donnerstag für euch da. Immer noch, nach wie vor. Wie dere, wir sind so gut. Aber es gibt da www.coronaclub.info. Ja? Da gibt es jetzt am Freitag, 3. Juli, 21 Uhr mit Purple and the Ghostbusters noch immer Tickets um 20 Euro. Warum kostet das was? Weil Corona Club will unbedingt die Künstler, die sie haben, unterstützen und denen ein bisschen eine Möglichkeit geben, Geld zu verdienen.
Was ich natürlich super finde, weil jeder von uns hat gerade finanzielle Unterstützung nötig. Und wenn er noch dazu was tun kann dafür, ist das ja mega fein. Und dann habe ich noch was zum Sagen, weil morgen gibt es was in echt, und zwar der Mr. Dero von Tiefparterre. Wer ihn kennt, gell? Hut ab. Wer nicht? Wer nicht, so schaut es nämlich aus. Gell? Und wenn es die Mama sagt, dann ist sowieso klar. Der spielt morgen um 18 Uhr Outdoor im Parkhaus im Stadtpark. Also lasst euch das nicht entgehen, schaut vorbei. Der Haber ist ein Schnitzel, ist ein fescher Bur, habe ich gehört. Und übrigens gibt es den Dirty South Club, der eigentlich, glaube ich, fast jeden Tag jetzt schon wieder offen hat. Also, wenn ihr Lust habt, schaut dort vorbei. Ja? Die Leute freuen sich, verdienen vielleicht auch ein bisschen Geld mit euch, macht ein bisschen eine Gaudi dort. Der Ivo freut sich auf jeden Fall. Also, tut es nicht umeinander und schaut mal hin. Okay, ich würde sagen, wegen euch zwei, because of you two, if I wanna book you for a gig, what can I expect and what can I not expect? Because you're not the typical computer DJ, because you are only vinyl DJs, right? That's right, yeah. We only play stuff from our collection and stuff we like. We wouldn't play anything we didn't like just to get a gig. For us, it's not our thing. So you see yourself not as the DJ for someone, you see yourself as artists, right? Yeah, and it's sort of in a way. Selectors. We're more selectors and entertainers. Artists not so much, because we don't create anything. Yes. Except we create a vibe, hopefully, when we play, but we don't produce music. Yes. So I wouldn't really call myself an artist. I try to be more of a selector and an entertainer. And set a vibe for an event. Because people who've seen us play before know roughly what to expect, but we also play, because we have quite a vast collection, we can play most things, but there's certain things we wouldn't play, and if people want that as well, we tell them that they're probably better off doing a playlist. We'd feel bad just doing a gig, yes, pretending we can play what they want and not being able to do it. I totally understand you. And I like the word selector really much, but somehow I feel every selector has to be an artist somehow, because just as you said, you create a vibe. Yeah. So I think you have to have a certain feeling. Yeah, you have to be able to read the crowd a little and see how the vibe goes and then react accordingly. Yes. Yeah. So, ich rede Englisch, genau. Aber gut. aber ich glaube, die verstehen alle, Ja, was wir reden. Das geht schon. So. Englisch haben wir alle in der Schule gehabt. Warte mal, kennst du das? What's your telephone number? Tell me. So kennst du nicht? Das war bei mir. Okay. Ich bin schon still. Andere Generation. Ich glaube auch. Ganz andere Generation. Wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ich euch buchen will? If I want to book you, how can I find you? Facebook or Instagram. Okay. And that's the only two things I can find you, or you have a web page or something? Yeah, Facebook and Instagram is the only. Facebook and Instagram. So it is DJ Mr. Farmer and mamafeelgood.dj. Mamafeelgood.dj, genau. Was ja, kenne mich ja aus. Aber was ist jetzt, wenn ich mir euch buche? Das heißt, ich brauche euch jetzt für einen Gig, für eine Firmenfeier. Tut ihr dann trotzdem auch noch schauen, dass ihr in die Richtung geht, oder macht ihr nur euer Ding? Na, natürlich sprechen wir uns dann mit demjenigen ab, der uns bucht, und dann wollen wir wissen, was der sich erwartet, wie der Plan ist, wie die Veranstaltung ist, wie der Ablauf ist und so weiter. Und Gott sei Dank haben wir ja genug Platten, wo wir dann aussuchen können, was für die Veranstaltung passt. Definitiv. Und so machen wir das. Also wir schauen schon, dass wir das absprechen und drucken die Leute nicht irgendwas aufs Auge, was sie vielleicht nicht wollen, aber ein bisschen vertrauen müssen sonst schon. Auf jeden Fall, das würde ich auch sagen. Und deswegen vertrauen wir wieder euch, weil ich weiß ja nicht, was als nächstes kommt. I don't know what's up next, but I see something over there. Was Österreichisches? Another Austrian 45. It's an EP with four tracks, and the track we're going to play now is by Ronnie Urini and the letzten Poeten. Ronnie Urini und die letzten Poeten. Ei. Und die Nummer heißt Mädchenschreck. Ah, das bin ich, glaube ich. Nein. Nicht? Okay. Nein. Sie ist ein schönes Mädchen, leider aber komm ich nicht sehr weit bei ihr.
Erst sagt sie mir die schönsten Dinge und dann ist sie auf einmal wieder kühl zu mir. Wenn wir zwei tanzen gehen, dann sagt sie, oh wie schön. Wenn ich sie nach Hause führe, möchte ich nen Kuss von ihr, doch leider, leider krieg ich den nie, nie. Drum frag ich sie, warum läuft sie mir weg? Bin ich ein Mädchenschreck, Mädchenschreck? Singt der Abendwind und sie sitzt ganz nah bei mir. Ich möchte einen Kuss von ihr, doch leider, leider krieg ich den nie. Drum frag ich sie, warum läuft sie mir weg? Mr. Farmer, Ein Mädchenschreck, where did you get this music erst? Das ist mein Herst. This is yours. Unfortunately, it's not mine. Ay. The next issue we find will be yours. Yeah, the next copy is mine. Nice. So for everyone at home who didn't get it, it's the collection of both. So Mr. Farmer is playing the music, but the collection is of both. So now, I got a question, because we gotta talk in English. So where are you from exactly, and how did you came over to Austria? I'm from Wales, and I came to Austria the first time following bands. I used to just with a band up. I really liked King Kurt. Someone said they're touring Europe next week, and it's like, yeah, let's go. So we just came, and that was it. We just slept in squats and in train stations, and we travelled all over Holland and Germany. And it's the first time I came to Austria in 1984. I came to Graz at the Club Ska. Crazy. Ska gibt's ja nicht mehr, gell? Nein, gibt's nicht mehr. Hat es zwischendurch nochmal gegeben, Ja. aber nie mehr so wie beim ersten Mal natürlich. Wie war das jetzt eigentlich bei dir? Weil du bist ja eigentlich sowas fast wie eine Nachbarin von mir, weil ich bin ja aus der schönen Hut, ne? Wirklich? Ja. Erster Hieb? Kennst du das? Ja. Ja? Meine Mutter ist schon dort aufgewachsen. Oha. Dreier Stadelgasse. Ja. Alter Schwede. Also, ich danke. Ja, wie war das bei dir eigentlich? Weil du bist jetzt ein... Also ich kann nur von mir reden, und wie ich Schöner Siedlung und die ganze Siedlungen da aufgewachsen bin, war es bei mir immer sehr oft schwer, mit Leuten überhaupt über künstlerische Sachen oder Musik zu reden. Na, das war bei uns eigentlich nicht so. Wir waren so als Teenager in die Sommerferien immer im Augartenbad, im Autschi. Und da waren die Siedlungskids aus der Dresdner Siedlung und aus der Schöner Siedlung, haben sie da zusammengetroffen. Der Mario Barth zum Beispiel, der war ja Widowitz-Gossen, Ja. der Walter Luttenberger und so die ganze Augartenrue, die haben eine eigene Band gehabt auch. Die Edges haben die geheißen. Also die waren auch sehr musikinteressiert, und das ist als Teenager normal. Manche haben sich halt für irgendeinen Pop oder Disco oder sonst interessiert, hat man auch taugt natürlich. Ich war ja Disco-Kind auch. Geil. Hat es schon immer gegeben. Das taugt man zum Hören. Wie ist denn das jetzt eigentlich gekommen, Mr. Farmer und Mama Feelgood? How did you get your names, Mr. Farmer and Mama Feelgood? My name is my name, Okay, which is quite easy. okay. And I played a few things, and Ellie's boss always used to introduce me as Mr. Farmer. And I thought, yeah, let's just stick with that. Okay. So, Sounds better than DJ Colin. Yeah. yeah, it does something. Yes. Plus, it's And- also a song titled by The Seeds, so 60 psychedelic band. So, Okay. So, so that's another winner. cool. Und? Wie sind wir Und? zu Mama Feelgood gekommen? Ja, ich habe erst sehr spät zum Auflegen angefangen, mit Mitte 40, weil mir da die lieben Herren Functionist und Beware quasi eingetheatert haben.
beim ersten Mal war ich noch als Special Guest announced. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie brauche ich schon einen Namen, weil DJ Ellie fährt auch nicht wirklich. Und in meiner Zeit, wo ich noch Veranstalter war und Hospitality gemacht habe, war das eigentlich mein Spitzname. Die ganzen englischen Drum and Basser haben immer Mama Feelgood zu mir gesagt, weil ich mich halt immer um alle so gut gekümmert habe. Das wollte ich gerade einwerfen. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo du immer Backstage, glaube ich, jeden DJ, jeden Tourmanager, alles was da keucht und fleucht und hinten herumschwirrt, da immer versorgt hast, und die waren, glaube ich, alle immer super happy. Kaum haben sie die Ellie gesehen, war alles gut und jeder war gechillt, und ja, sogar grantige DJs wie der Goldie waren dann sehr handzahm und entspannt, und alles ist irgendwie immer sehr smooth abgelaufen, wenn die Ellie Backstage war. So war das, ja. Und deswegen war das halt teilweise auch so ein Spitzname für mich in der Szene. Und das ist auch eine coole Fachtnummer vom James Brown geschrieben, von der Lynn Collins gesungen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das passt eigentlich als Name. Weil so ein Girlie-Namen mit 45 ist irgendwie ein Depper, da ist man schon in dem Alter, wo man sich auch Mama nennen kann. Und was der Big Mama schaut auf alle. Ich muss auch sagen, wir sind heute angekommen und dann war das irgendwie. Braucht's was, wollt's was, dann was haben wir? Schinkenfleckerl haben wir gekriegt. Schinkenfleckerl habt ihr gekriegt. Ein Butterbrot, ein Schnittlauchbrot. Schnittlauchbrot, das Tomatenbrot wurde verweigert. Aber wirklich, eigentlich, gell? Selbstgemachten Wasserkäfer zum Trinken. Alles gesund. Voll geil. Ja? Da trifft es den Namen Mama Feelgood wirklich gut, gell? Ja. Feel good by name, feel good by nature. So ist das. Du machst das so gut. Das Bist du narrisch erst. Ja, ich würde sagen, wir haben da nämlich den Wilfried. Also, wer sich jetzt gerade nicht auskennt. Der liebe Mr. Farmer, he has the next song already in die Startlöcher. Ja? And maybe you want to show it into the camera. Wilfried, bist du narrisch. Ich bin schon gespannt auf die Nummer. Skatterl. Fort wie Sau, die Nummer. Das glaube ich nämlich. Mein Vater an sein Heisel. It's really funky. Aber die spielt er nicht, er spielt die andere. Er spielt die andere, die Spielt er das drauf Heisel? ist. Gell? Ja. So, there is another track on the cover we just saw. And do you have something to say to it? The track I'm going to play now is a great funky record. If it came from Africa or South America, it'd be worth 10 times this. All right. But it doesn't get the recognition it deserves, I think, coming from Austria and the dialect. But the record is amazing. Nice. So then, we're looking forward to it. Let's go. Hit it! Hadelmo, Hadelmo, wo's geht dies Kaderlon? Skadel geht die nix an, mein lieber Mann. Nudeliederei, heute muss einmal lustig sein. Nudeliederei, lustig muss sein. Au! Haben sie Wasser gehabt, da haben Fisch von die Bauern gesagt, fürchtet euch nicht, aber fürchtet euch nicht. Fort in der Früh, heim auf die Nacht, so hat's mein Vater gemacht. Fort auf die Nacht, heim mit der Früh, so machen's mir. Hadelmo, Hadelmo. That's a real funky track, man. Hadelmo, Hadelmo, Dal, Mo, oh, Dal, ha, Dal, Mama, Hadelmo, was geht dies Kaderlon? Skadel geht die nix an, mein lieber Mann.
Oh yeah, der Wilfried. Oh my goodness. Thank you for this music, you Schnitzel. It was really good. It's a pleasure. When I first did that, it blew me away. Yeah. I thought I need that record. It was the same for me now because I didn't know it. You told me before because I was asking for this track because I loved the cover, and you said, yeah, it's a bomb. We played it when we warmed up for Giles Peterson and David Rodigan. We played a whole set At the Elevate Festival. of similar styles, stuff we never play anywhere else, and stuff I played it similar stuff in Cardiff maybe 10 years ago, and we decided to go through and play all this Austrian funk, Turkish funk, French stuff, and it would get a great response. Yeah. It was really something. I can imagine. Really cool. So, thank you for this one. I would say you can prepare the last one. Und weil der Farmer jetzt dann die letzte Nummer schon vorbereitet, es ist dann nämlich so schwer. Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch, dann immer, weißt du, und dann fängst du an zu mischen und dann bist du wie die kleinen Kids, hey, 1 live und so, weißt du. Aber, ja. Passt schon so. Okay. So, deswegen, danke nochmal, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wir sind noch nicht fertig. Wir machen noch weiter. Aber danke nochmal an den Seth One. Danke nochmal an den DJ Opa, a.k.a. Betatrone. Betsy Berli. Betsy Berli. Ah, du Schnitzi. Und danke auch Mr. Farmer, Mama Feelgood. Wirklich fein, dass wir das bei euch heute machen haben dürfen. Ja, danke, dass ihr uns besucht. Ja, voll gern. Und dass wir die heiligen Hallen quasi anschauen haben dürfen und erinnern sein haben dürfen. Ganz wichtig, folgt den 2 auf Instagram. Ja? Einmal DJ MR Pharma, DJ Mr. Pharma und mamafeelgood.dj. Folgt denen, wenn ihr gute Mucke haben wollt, Folgt uns. dann kann ich euch nur Scheißt sagen, euch nix. so schaut's aus. Ja. Nix, hey. Zacke Bracke. Und folgt uns auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, auf Twitch, @Graz Connected, und wir haben unsere Homepage www.grazconnected.at. Vergesst nicht auf das, schaut euch das an. Und was wir auch noch haben, die Verlosung mit den CDs. Ich muss es jetzt nicht nochmal sagen, weil ich habe es schon zweimal gesagt mit der Mama Feelgood, okay? Aber wir haben von Anti-Maniacs, wir haben von Basilikum, wir haben von Contact High und Styrian Sounds haben wir auch was am Start. Von denen könnt ihr was gewinnen. Los, Deutsch, grüß Gott, ja. Teilt einfach unseren Livestream auf Facebook, ja. Schreibt die Band dazu, von der ihr die CD haben wollt, und dann werden wir das in den Zufallsgenerator reinhauen und werden euch dann nachher nächste Woche sagen, wer gewonnen hat. Ihr Schnitzeln, gell? So machen wir das. Genau. Und die nächste Session übrigens, ja, nächsten Donnerstag 20 Uhr mit Simon Koschar und Ivo Zarizin, auch bekannt als DJ Lil Dirty. Haben die nicht zusammen das Rising Girl gemacht? Bin ich da jetzt falsch? Aber der Simon hat Rising Girl gemacht, oder? Ja, der von Rising Girl. Rising Girl. Ja, ihr kennt euch aus. Und wir sind in einer echt fancy, geilen Location, zwar Club 66. Das wird keiner kennen, weil das ist leider geheim und privat. Aber wir dürfen da rein. Mama, das wird so gut, Alter. Okay, also ich muss da sagen, ich habe noch immer eine Frage an die und an er auch. So, I got the last question. How did you two guys met, and how did your love story go? Because it was kind of extravagant, no? Yeah, stop and start almost. We met in Linz when I was roadieing for King Kurt. That was 1986. And I was selling the T-shirts outside the gig and at the Stadtwerkstatt. And Ellie came in, and that was it for me, pretty much. Okay, so that was the first time you guys met. Yeah. But, aber, dann waren wir kurz ein Liebespaar. Dann habe ich maturiert. Er hat wieder nach Wales zurück müssen. Dann haben wir uns 26 Jahre nicht gesehen. Und dann hat er mich auf Facebook wieder gefunden. Und ja, so hat sich das ergeben. und das heißt auf Facebook, you saw Ellie on Facebook? She popped up as someone you might know. You get that sometimes, friends, recommended people, someone you might know. And one day, Ellie popped up and was like, wow. Crazy. Ich habe aber einen anderen Familiennamen gehabt, ich war ja verheiratet inzwischen. Und ich habe ja nicht anders geheißen, wie wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Deswegen hat er mir dann das erste Mal geschrieben, ob ich wohl die da von damals und so, ob ich die bin. Und ich weiß. Ah, wie dere. Ja, und dann haben wir uns angefangen zum Schreiben.
Und dann haben wir uns getroffen und dann haben wir gewusst, das passt. Also war das... Und jetzt ist er da. Das war eigentlich... War das für euch irgendwie eine Schicksalsgeschichte? So, hat sich das so angefühlt? It was Oder? a bit like fate, wasn't it? Yeah, it seemed that way. Yeah. Yeah. Ja. Ja. The way Also it is. am Anfang habe ich immer gedacht, der ist so freundlich. Beim zweiten Mal, wenn wir hin und her geschrieben haben, bei uns haben wir gesagt, der ist so freundlich, der ist so nett. Und ein bisschen hat es gedauert, bis ich mir gedacht habe, okay, vielleicht ist er gar nicht nur so freundlich, vielleicht läuft da ja was. Und dann Ja. war es aber relativ schnell klar, dass Aber die dass es Geschichte passt. ist ja doch ein ziemlich... Ich meine, es ist jetzt schnell erzählt, aber 26 Jahre dazwischen, man hat sie gesehen, dann hat man sie wieder auf Facebook getroffen. Ja, wir Ist waren beide verheiratet in der Zwischenzeit, er hat einen erwachsenen Sohn. wow. Aber ja, beim zweiten Mal hat es noch besser passt als beim ersten Mal. Aber meine Damen und Herren, es kommt noch dicker. Das, was ihr mir jetzt erzählt habt, die Story, die ist verfilmt worden. Nein, sie ist nicht verfilmt worden, aber es war Inspiration für einen Episodenfilm. 5 Episoden, Should I Stay or Should I Go, vom Improv-Theater, von verschiedenen Improv-Theatern. Und der Teil, der in Graz spielt, wurde teilweise auch von unserer Geschichte inspiriert. So war das. It's a Theater Danke, im Bahnhof. Beatrix Brunschko und Theater im Bahnhof. Das war ganz am Anfang, wie der Colin gerade erst nach Graz gekommen ist. Yeah. Sehr coole Erfahrung. Ja, das glaube ich wohl. Ja. Aber eine Geschichte kann man immer und immer wieder hören und immer wieder erzählen. Ich schicke dir das Barbara Kadlich-Video, dann kannst du es immer anschauen. Oh, ja, gut. Yeah, Hey. the Barbara Carly show was a real experience because I don't speak well enough German, so they put me in the audience. They placed me in the audience, and these people look like they're almost like 200. They can't walk. They're all crouching around, really fragile. But as soon as those doors open, the elbows are going, the sticks are going. Everybody wants to get to the front. Alle wollen in die erste It's Reihe. like animals. Crazy. It's just unbelievable. Und also, man muss anscheinend Barbara Karlich sein, gell, damit das so... Bist du narrisch? It was fun. Aber sie ist super mit den Leuten. Also das Cool. hat schon einen Grund. Geil. Ja, dann würde ich sagen, wir sind nämlich am Ende unserer Zeit angelangt. Dann spielen wir noch eine Linz-inspirierte Nummer, also eine Nummer von einer Linzer Band, weil wir uns ja in Linz kennengelernt haben, als Abschlussnummer. I'm looking for a job because I'm unemployed now because of the coronavirus. Ja, Genau. also wenn wer einen Job hat für unseren Mr. Farmer, gell, er ist lieb, nett, handsam und ein tretter junger Sehr Mann. ordentlich, Ordentlich. wie man sieht. Und du kannst ihn besser verkaufen wie ich. Er schlichtet gern. And I have all my own teeth. Stimmt, und er hat noch immer seine eigenen Zähne. Ja dann, also meldet euch einfach bei mir oder beim Peter, also schreibt uns einfach an, gell. Geimpft ist er auch, ja. Also Stuppen rein, das funktioniert alles. Und meldet euch einfach bei uns. Und ich würde sagen, ich übergebe jetzt an euch und die letzte Nummer. Ja, letzte Nummer, Willy Warmer, legendäre Linzer Band mit Stahlstadtkinder. Yeah! Es ist wunderschön in der Stahlstadt. Von der Vorstadt bis zur Altstadt. Ich fühle mich so wohl in der Stahlstadt. Nirgendwo sonst könnte ich so glücklich sein. Nirgendwo sonst gibt so viele Polizisten. Legalisierte Terroristen. Nirgendwo sonst gibt's täglich Smog-Alarm. Lustige Zombies in der Straßenbahn. Stahlstadtkinder immer im Duell. Stahlstadtkinder lieben viel zu schnell. Stahlstadtkinder in den Stahlfabriken und abends besoffen in den Diskotheken. Oh, oh. Oh, 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 oh. Es macht Spaß, durch die Stahlstadt zu gehen. Immer vorwärts, niemals umdrehen. Stahlstadtampel stehen, immer auf Rot. Roma-Autos fahren, Roma ist tot. Nirgendwo sonst gibt's so viele Polizisten. Legalisierte Terroristen. Nirgendwo sonst gibt's täglich Smog-Alarm. Lustige Zombies in der Straßenbahn. Stahlstadtkinder, immer im Duell. Stahlstadtkinder leben viel zu schnell. Stahlstadtkinder in den Stahlfabriken und abends besoffen in den Diskotheken.
Ja, meine Damen und Herren, und das war's wieder mal für heute. Graz Connected verabschiedet sich bei Mr. Farmer und Mama Feelgood daheim. Wir sagen danke fürs Einschalten. Nächsten Donnerstag sind wir wieder dabei und hoffentlich ihr auch. Hey, bleibt gesund, macht keinen Blödsinn und wenn ihr einen Blödsinn macht, dann macht es gescheit. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.